Rohstoffmangel, Energiekrise, Preisaufschläge. Wir rutschen von der ersten Krise direkt jetzt in die zweite Krise, wo Verfügbarkeit von Rohstoffen nicht da ist oder auch die Energie enorm teuer wird. Hessens Wirtschaft ist im Krisenmodus, gerade mittelständische Unternehmen. Und wenn dann irgendwann mal nichts mehr geht, dann geht auch nichts mehr. Dann werden wir uns Gedanken machen müssen, ob wir die Produktion vielleicht mal aussetzen. Max will wissen, was bedeuten all diese globalen Krisen für hessische Traditionsunternehmen. Um das herauszufinden, sind wir bei Glabsbräu in Seligenstadt, der ältesten Brauerei Südhessens. Für das Brauen unbedingt nötig, doch aktuell ein Problem: Rohstoffe. Genauer Hopfen und Malz, welches zum Beispiel aus Gerste oder Weizen hergestellt wird. Hier kommt es zu Knappheiten, erzählt Braumeister und Geschäftsführer Julian Männer. Und das, obwohl sie aus Deutschland beziehen. Also es gibt brutale Engpässe. Wir haben den trockenen Sommer, die jemals aufgezeichnet worden sind. Wir haben ganz geringe Pegelstände. Wir haben sehr schlechte Getreideernte hinter uns. Wir werden wahrscheinlich eine schlechte Hopfenernte bekommen. Und das spielt noch mit dazu. Weil die Brauereien, die wir jetzt aus dem Ausland bezogen haben, wo die Ukraine-Krise mit Sicherheit die größere Rolle spielt, die kommen ja jetzt mit den Produkten auf unseren Markt und wollen auch die Produkte, die regional erzeugt worden sind, kaufen, um ihren Bedarf zu decken. Und das erhöht den Druck auf uns schon sehr stark. Seit Jahren bekommen sie ihr Malz von der gleichen Melzerei. Kurzfristig Nachschub bekommen, aktuell ausgeschlossen. Vorher hat man immer noch mal schnell 25, 50 Tonnen irgendwo abrufen können und ja auch gleich bezahlen. Waren der Melzer geholfen, uns war geholfen. Und das geht heuer nicht. Dieses Jahr wurde uns sofort gesagt, hier, der Vertrag läuft ab 1.10. und das ist ein Vertrag und der wird auch nicht angepasst. Diese Knappheit hat auch zur Folge, dass die Preise steigen. So zahlte die Brauerei im Jahr 2019 für eine Tonne Braugerste noch 350 €. Aktuell sind es über 650 €, eine Steigerung von über 85%. Weiterer Grund für die Preissteigerungen beim Malz: die Energiekosten. Doch die haben nicht nur die Lieferanten, auch in der Brauerei selbst wird Energie gebraucht, alleine um das geschrotete Malz zum Braukessel zu transportieren. Doch das ist nicht der größte Energiekostentreiber. Dann bei uns ist vor allen Dingen alles, was heiß gemacht wird, ob das Reinigungen sind oder auch wir kochen die Würze, aus der mal Bier entsteht. Und dafür braucht man natürlich Dampf und der Dampf ist in der Entstehung dann sehr kostspielig. Der Gaspreis ist auch hier in den letzten Monaten um ein 5- bis 6-faches gestiegen. Robert Glab wünscht sich seitens der Politik Entlastung. Und wenn ich jetzt das ganze Thema sehe mit dem Gaspreis, das für uns eine Verfünffachung des Gaspreises ist, für einen Horror für uns. Und wir wissen heute noch nicht, was an politischem Instrument kommt, um das vielleicht zu verändern. Wir brauchen eine Planbarkeit von der Politik und nicht nur heiße Luft, sondern dass dort mal wirklich klar gesagt wird, das ist der Weg für die Unternehmen und nicht zum Beispiel sagen, ja, die Großen kriegen was und die Kleinen nicht. Das wäre eine Katastrophe für uns als kleiner Betrieb, dann sterben wir. Dabei hat Glabsbräu 2015 bereits 5 Millionen € in eine neue Brauerei investiert. So wird schon 50% weniger Energie verbraucht als noch mit der vorherigen. Trotzdem, 5% ihres Umsatzes von 3 Millionen € machen die Energiekosten aus. Ein neues Konzept soll helfen, Strom und Wärme selbst vor Ort zu erzeugen. Unsere Vision ist es, bei uns in der Brauerei das Bier CO2-neutral herzustellen und nicht durch den Zukauf von Zertifikaten, sondern wirklich hier am Standort Energie zu erzeugen. Und da sind wir schon mit Planung sehr weit und kämpfen uns derzeit durch den Bürokratendschungel und hoffen, dass wir da nächstes Jahr schon die ersten Konzepte auch umsetzen können. Problem Nummer 3: Glas und Abfüllung. Für ihr Bier nutzen sie Flaschen, die auch andere Brauereien nutzen. Es sollten also einige im Umlauf sein. Trotzdem kommt es da auch schon zu Engpässen. Es wird sehr viel entweder direkt in der Ukraine oder in Russland produziert, aber auch Länder wie Rumänien oder Ungarn, die sehr hohe Gasquoten aus Russland beziehen, haben halt auch für diesen wahnsinnig energieaufwendigen Vorgang des Glasgießens und der Flaschenproduktion mittlerweile weniger Ressourcen. Dazu kommt in ganz Europa ja eine gewisse Knappheit auch an Arbeitskräften, an Frachtkapazitäten. Also es ist immer schön, wenn dann irgendwo Flaschen bereitstehen, aber sie müssen natürlich auch zu uns kommen. Seit rund 20 Jahren füllt Glabsbräu das Bier nicht mehr selbst ab, sondern lässt es in einer anderen Brauerei abfüllen. Der Abfüllpreis ist um gut ein Fünftel gestiegen in den letzten Jahren. Schon allein am Anfang durch Personalkostendruck, aber jetzt Energie- und Beschaffungsdruck mussten natürlich auch die Preise erhöhen. Und da leiden wir dann auch noch drunter. Was machen aber all diese Kostensteigerungen und Schwierigkeiten der Brauerei mit dem Bierpreis für uns Konsumierende?
Bereits vor einem halben Jahr musste er erhöht werden. Und auch in Zukunft wird der Preis pro Kasten steigen. Nach unseren Schätzungen müssten wir den Bierpreis im Handel um 2,50 € bis 3,50 € erhöhen. Das sind enorme Dimensionen und das ist nicht die Frage, ob der Verbraucher dann bereit ist zu bezahlen. Ich gehe davon aus, dass er unsere Biere kauft, weil wir einfach anders brauen. Wir sagen aufregend anders, weil wir eine andere Brauphilosophie haben, weil wir besser als Reinheitsgebot brauen, andere Rohstoffe beziehen, nur natürlichen Aromahopfen nutzen. Das sind schon Vorteile von uns. Das müssen wir auch von der Marketingseite gut mit rüberbringen. Aber es stellt für uns natürlich ein enormes Risiko auch dar. Eine globale Krise nach der anderen. Und alle haben sie Auswirkungen auf ein kleines hessisches Unternehmen wie Glabsbräu und damit natürlich auch auf den Preis, den wir bezahlen.